ist wieder Dale von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus der Schweiz. Die Toni. Schaut euch das Schnittchen bitte mal an. Die Toni Seascoper 600 Carbontec oder Carbon-Tec. Hier am NATO. Heliumventil. T10 Manufakturkaliber. Dann gibt es 2 Armbänder zu der Uhr. Es gibt noch ein Kautschukband dazu. Interessant ist hier, schaut mal hier, keine Löcher. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. COSC-Zertifizierung und vieles mehr. Die Uhr ist wirklich, ja, ein Traum. 600 Meter Wassertiefe und. Jetzt gucken wir uns erstmal das Unboxing an. Bis später. So, und los geht's mit dem Unboxing. Die Seascoper 600 ist ja die erste Anlaufstelle bei Toni, wenn man nach einer professionellen Taucheruhr sucht. So, hier sieht man jetzt ein sehr schönes Booklet. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist die COSC-Zertifizierung. Sehr schön gemacht. Übrigens ist das kleine Heftchen hier extra für die Seascoper gemacht. Also nicht für alle Tonis. Die haben dann wahrscheinlich hier einen extra Schriftzug. Internationale Garantiekarte. 2 Jahre. 1 Jahr zusätzliche Garantie bekommen Uhren mit Manufakturwerk und Chronometerwerk. Also gesamt 3 Jahre. Sehr cool. Und dann noch die Beschreibung zur Uhr. Ja, also das finde ich richtig gut. Habe ich so in dieser Art und Weise noch nicht gesehen. Sehr kompakt, sehr schick, sehr edel, gefällt mir wirklich sehr gut. Kommen wir zur eigentlichen Verpackung. Tada! Ich hole sie mal raus. Ich hatte sie natürlich schon draußen. Ich habe ja schon alles fotografiert und so. Das Review ist ja bereits in meinem Blog. So, schönes Metallschild hier oben drauf. Kenne ich von Norcrane. Die machen das ähnlich. Schönes, kühles Metall mit den Schrauben, die auch sogar alle in einer Flucht sind. Seht ihr das? Perfektion bis ins letzte Detail. So. Und hier haben wir das gute Stück. Hier ist die Uhr. Am Kautschuk. Hier ist das NATO-Band, so schön eingeklemmt. Hier sind so 2 kleine Haken, kann ich ganz easy rausnehmen. Und von innen auch noch der Schriftzug Toni. So, kommen wir zur Uhr. Seit August diesen Jahres gibt es ja diese Uhr auch in der Carbon-Ausfertigung. Das Hightech-Material gibt es ja schon seit einigen Jahren in Uhren. Aber in Taucheruhren kommt es doch vergleichsweise selten vor. Angetrieben durchs hauseigene T10 Manufakturkaliber, COSC-Zertifizierung, wie wir ja schon gesehen haben, am Zertifikat Heliumventil, damit es über das Schnorcheln hinausgeht. Gerade für professionelle Taucher war eine wirklich sehr interessante Uhr. Und interessant ist natürlich auch die Farbgebung, da gehe ich dann gleich nochmal genauer drauf ein. Kommen wir mal zur Seascoper am Handgelenk. Sehr schön hier der Verschluss. Zack. Gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. 101 Gramm wiegt das gute Stück nur am Kautschuk. Und sie trägt sich wirklich super. Ja, also man wird sie sofort als die Toni erkennen. Denn die
blaue Variante und deswegen fand ich die blaue Variante eben super interessant gegenüber der regenbogenfarbenen. Hat die Zeiger noch in der Farbe, Sekundenzeiger und das Logo. Alles in blau. Wogegen bei der regenbogenfarbenen und der ganz schwarzen das hier nicht blau ist, beziehungsweise das nicht farbig und das Logo auch nicht. Das gefällt mir bei der Uhr hier am besten. Ich habe lange mit mir gekämpft, welche Uhr ich in den Test nehmen sollte. Ja, und ich habe mich letztendlich für die blaue entschieden, genau aus diesen Gründen. Was meint ihr denn? Wie sieht die aus am Handgelenk? Das Textilband ist ziemlich steif. Aber sie sieht halt, das gefällt mir sehr gut. Ja, es sieht auch super mega. Also ich könnte mich jetzt hier auch nicht wirklich entscheiden, muss ich sagen. Aber hier stimmt die Farbe, das mit dem Weiß und Blau, das ist halt komplett rund hier bei der Uhr. Das muss ich sagen. Das ist einfach sowohl beim Textilband als auch mit dem Kautschuk. Das fand ich bei den beiden anderen Uhren nicht ganz so rund, sondern nur zu 98%. Und das hier finde ich 100%. Ja, ist für mich die sportlichste Variante, auch in der Farbgebung. Was sagt ihr dazu? Der Bandwechsel geht denkbar einfach. Hier gibt es kein Schnellwechselsystem, denn das ist ja fürs Tauchen gedacht. Da sind die Schnellwechselbandsysteme, kommen die schnell in ihre Grenzen, so dass man dann auch mal die Uhr verlieren könnte. Jetzt mache ich das Schnellwechselbandsystem dran. Zack. Das ganze Band besteht aus Ozeanplastik. Ist also wiederverwertetes Band. Interessant ist das Kautschukband, das keine Löcher aufweist. Und zwar ist das ziemlich cool gemacht. Ihr knickt das hier praktisch einfach auf und könnt dann hier drin das Armband verschieben. Und dann knackt ihr es einfach so wieder zu, klack, und so wird es dann wieder geschlossen. Habt ihr gesehen? So ist es auf, so ist es zu, so ist es ganz zu. Gibt einen kleinen Nachteil, man sieht hier den vorherigen Knick, wo man drin war. Also das ist praktisch meine Größe hier. Geht da nochmal wieder rein. Zugeklappt, fertig. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Und von innen, das ist eben sehr interessant, seht ihr hier auch die Rillen. Dadurch sitzt es auch bei Nässe wirklich super am Handgelenk. Hier auch nochmal das Logo hier und hier. Also zum Schwimmen gehen wäre dieses Band in jedem Fall die erste Wahl. Interessant ist natürlich auch das Carbongehäuse. Sieht nicht nur gut aus, sondern die Oberflächen fühlen sich auch noch sehr gut an und sehr schön leicht, muss man wirklich sagen. Das Rennen um immer größer werdende Uhr macht die Toni nicht mit. Wir sind hier immer noch bei 42 mm, was ich sehr, sehr gut finde. Und sie macht nicht den Anschein, als wenn sie 42 mm hat. Der Bandanstoß beträgt gerade mal 52,17. Sehr, sehr schönes Material. Es fasst sich wirklich alles toll an, trägt sich super angenehm. Wirklich klasse. Interessant finde ich auch das eingearbeitete Heliumventil, durch das beim Tauchen während der Dekompressionsphase kleine Heliummoleküle entweichen können. Der Gimmick kommt natürlich hauptsächlich bei professionellen Einsätzen zum Tragen. Aber die meisten von uns erreichen solche Tiefen ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Aber nichtsdestotrotz ist es schon ziemlich cool, dass es sowas gibt. Sehr, sehr beeindruckend. 600 Meter.
Das Zifferblatt finde ich super. Hier nochmal, wie erwähnt, das Logo, was eben auch in Blau ist, auch in der Farbe. Es ist alles eine Farbe, das finde ich sehr gut. Und die Schriftzüge hier unten finde ich auch sehr stark. Und mein Geburtsjahr ist auch noch drauf. Sehr cool. Was auch wirklich sehr beeindruckend ist, das ist hier so wahrscheinlich gar nicht zu sehen, ist die Entspiegelung des Saphirglases. Wenn man die Uhr um hat, dann neigt man immer dazu, da reinzufassen und die Zeiger anzufassen, weil man denkt wirklich, es ist kein Glas verbaut. Das finde ich richtig toll. Interessant ist hier der starke Kontrast zur Lünette. Die kommt hier in so einer Art Glossy-Look daher, was wirklich sehr, sehr cool aussieht. Schön hochglänzend. Auch hier setzt Titoni auf Leichtbau. Es ist hier Keramik verbaut. Wirklich klasse. Um die Lünette zu drehen, benötigt man ein bisschen Kraft. Also ein bisschen mehr als anderswo. Aber da ist null Spiel. Tack, 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 tack. Das ist auch sehr gut, dass es so ist, wie es ist. Dann kann die Uhr auch nicht unter Wasser mal aus Versehen verstellt werden, weil aus Versehen geht das nicht. Wirklich super und sie fasst sich gut an und lässt sich sehr, sehr gut drehen. Wirklich sehr gut. Gefällt mir. Wie findet ihr denn den Kontrast? Lünette versus Gehäuse, dem matten. Ich finde, das hat ja was. Die Rückseite finde ich auch super gelungen. Die Andeutung dieses großen Bullauges mit Schrauben und dass man dann in das Uhrwerk reinschauen kann, gefällt mir richtig gut. Voll aufgezogen haben wir hier eine Gangreserve von 3 Tagen. Vergleichbare Modelle liegen ja eher so bei 40 bis 50 Stunden. Der KOST-zertifizierte Chronometer ist ja besonders für professionelle Berufstaucher interessant. Dadurch auch die Zertifizierung unter anderem. Zu meiner Schande muss ich ja sagen, dass ich die Titoni vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Absolut zu Unrecht, muss ich sagen. Auf den ersten Blick super und auf den zweiten Blick und im Detail auch super. Sie hält, was sie verspricht. Ich bin gespannt, ob sich jemand das Regenbogenmodell kauft. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Links zu Titoni, zur Uhr im Shop, sowie zum ausführlichen Review, alles unten in der Beschreibung. Schaut dort mal rein. Ich freue mich auf euren Kommentar, wie ihr die Uhr findet, ob ihr Titoni schon kanntet und was ihr von dem Gesamtpaket haltet, was hier auf den Weg gebracht wurde und welche Variante für euch der Favorit ist. Die regenbogenfarbene, die blaue Variante, also die ich hier vorgestellt habe, oder die schwarze. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Lasst bitte gerne ein Abo da, wenn euch das hier gefällt, was ich hier tue. Also in dem Sinne, ich wünsche euch was, schöne Woche, schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut, ne? Ciao! Heliumventil. Hallo.